Leute, ich habe meine alten Pokémon-Karten aus meiner Kindheit gefunden. Ich bin total gespannt, was für Karten dabei sind. Gucken wir uns das mal an. Ja, ich war letztens zu Besuch bei meinen Eltern und da habe ich und mein Bruder zusammen unsere alten Pokémon-Karten gesucht. Also ich war mir ziemlich sicher, dass ich noch Pokémon-Karten hatte und ich hatte die eigentlich, da bin ich mir auch ziemlich sicher, in so eine durchsichtige Plastikdose-Box reingetan gehabt. Ja, wir haben dann halt gesucht, weil er meint, er hätte es halt irgendwo gesehen und dann hatten wir halt geschaut und dann haben wir 3 Kisten gefunden und da waren unsere ganzen Yu-Gi-Oh! Und Pokémon und sonst, was wir alles halt in unserer Kindheit gesammelt hatten, drin. Meine lagen allerdings so richtig lose da drin rum, deswegen musste ich die erstmal einsammeln, aber ich habe versucht, also bis auf 2, 3 Karten, habe ich alle anderen eingesammelt, dass ich die nicht von der Vorderseite sehen kann, dass das halt für mich dann auch eine Überraschung ist, wenn ich die jetzt mit euch zusammen anschaue. Genau, da waren halt auch noch Yu-Gi-Oh! Karten, das war mehr so, was mein Bruder gern gesammelt hat. Also ich habe ja 2 Geschwister, ich habe 2 jüngere Brüder und der eine, der hat auch gerne Pokémon-Karten gesammelt und der andere ist dann halt eher auf so Yu-Gi-Oh! Aufgestiegen. Ich habe mich auch als Kind so aufgeregt, weil der eine Bruder von mir, der auch gerne Pokémon-Karten gesammelt hat und immer noch sammelt, der ist jedes Mal in mein Kinderzimmer eingebrochen und hat immer meine Pokémon-Karten gestohlen. Und ich war dann immer so genervt davon, habe mich natürlich bei meinen Eltern beschwert und die dann immer, ja, du musst teilen, ist dein Bruder, muss teilen. Ich so, nix da, das sind meine Pokémon-Karten. Ja, das war schon ein ziemlicher Kampf früher als Kinder. Das hier sind meine Pokémon-Karten. Das hier sind die von meinem Bruder. Genau, der halt auch gerne Pokémon-Karten gesammelt hat und immer noch sammelt. Er wohnt nicht bei meinen Eltern. Ich habe mir die jetzt einfach mitgenommen. Ich dachte mir, für das Video schaue ich mir die an und danach gebe ich ihm die zurück oder frage, ob er halt die noch haben möchte oder nicht, weil die sehen auch ziemlich demoliert aus. Also mal schauen, ob da noch was zu retten sind. Meine sehen leider echt mies aus. Ja, leider. Bin mal gespannt. So. Eieieiei. Ich traue mich gar nicht, ey. Boah, guck mal, richtig schlimm. Ich weiß auch gar nicht, wer das aus diesem Chase entfernt hat. Also das regt mich auch so auf, ne? Weil ich weiß, ich war richtig penibel und habe die da noch in so eine Plastikdose aufbewahrt und bei meinen Eltern gelassen und gesagt, dass ich das irgendwann mal abhole. Ja, Misty. Ich weiß gar nicht, woher ich die habe. Ich weiß auch gar nicht, waren das nicht irgendwie solche, ja, wo man irgendwie so Sticker und Kaugummi oder so bekommen hat, solche Packungen? Weiß ich gar nicht. Also auf jeden Fall cool. Die ist eigentlich, ja, die ist auch ein bisschen beschädigt und so, aber noch relativ okay. Also ich glaube, die werde ich, also ja, ich werde die Sachen so oder so nicht wegschmeißen. Genau, aber vielleicht sleeven oder so, bisschen sauber machen. Ja. Ja, ich finde die jetzigen Karten auf jeden Fall viel schöner, also wie die so gemacht sind. Klar, die sind halt, ne, erinnert man sich so an die Kindheit und so, aber die jetzigen sind auf jeden Fall richtig schön. Also auch die Bilder und alles. Ein Girafarik. Ein Menki. Ein Shigi. Ein Beedrill. Ach, das ist Englisch. Wo habe ich denn eine englische Karte her? Also man hat das so auf dem Schulhof, habe ich das immer so getauscht mit anderen Leuten, die auch Pokémon-Karten sammeln. In der Grundschule oder bei uns auf dem Hof eher. Wir hatten sehr, ja, so eine kleine Gemeinschaft mit den Nachbarskindern. Die Mütter haben sich da immer draußen getroffen und gequatscht und alles. Und ich habe da mit den Nachbarskindern immer wieder auch Pokémon-Karten getauscht. Keine Ahnung, also ich habe mir keine englischen gekauft. Also ich habe eher deutsche Karten gehabt, genau. Rezeros. Ups, nein. So. Sipa.
Karte sieht auf jeden Fall irgendwie anders aus. Die auch. Nidoran, ist das Original überhaupt? Ich weiß nicht, die sehen irgendwie anders aus. Oder ist das einfach so ein anderes Set gewesen, wo dann das alles ein bisschen anders gemacht wurde? Also, der sieht vom Zustand eigentlich ganz gut aus. Der hat da ganz minimal nur was. Eine Trainerkarte auf Englisch. Noch eine Trainerkarte. Trainerkarte. Energiekarte. Da sind 2 Sterne. Soll das irgendwie doppel-rare sein oder so? Und die hier aber nicht, obwohl es genau die gleiche ist. Noch eine Energiekarte. Ey, wieso habe ich überhaupt die Energiekarten aufbewahrt? Das ergibt keinen Sinn. Glumanda. Ah, sieht schön aus. Nice. Ist auch noch eigentlich recht gut erhalten da. Auch so ein bisschen. Obwohl an der Seite ist die Farbe ein bisschen ab. Energiekarte. Falls ich hier irgendwelche krassen Schätze drin habe, würde ich mich sehr freuen, wenn mir das jemand in die Kommentare schreibt. Mirapla. Magnetilo. Tauros. Alpolo. Flumer. Quaxel. Fukano. Das war eines meiner Lieblingskarten. Also Fukano habe ich ja geliebt, ne? Fukano und Vulpix und Ponyta und Dragonier und so. Also die Pokémon waren meine Lieblinge auf jeden Fall. Lavita. Also die sehen auf jeden Fall im Design anders aus. Rassaf. Menki. Eine Trainerkarte. Eine Energiekarte. Remoraid. Oder Remoraid. Trainerkarte. Irgendwie haben manche Pokémon, obwohl das deutsche Karten sind, trotzdem so englische Namen. Also hört sich zumindest so an. Goldbeere. Trainerkarte. Trainerkarte. Onyx. Das sind die von Burger King. Burger King hatte immer wieder so Aktionen, wo die Pokémon-Karten hatten, genau. Safcon. Da habe ich immer wieder gebettelt, dass wir bitte so jedes Wochenende können wir nach Burger King. Squirtle. Eine Energiekarte. Wie rum jetzt? Sind die alle falsch rum? Ja, leider. Goldini. Parasek. Sandama. Da gab es, meine ich, glaube ich, immer 9 Karten. Also es gab immer so, so ein Blatt, wo so 9 Karten waren und da waren halt solche Einstampfungen, dass man die halt so abreißen konnte. Sandama. Blusuk. Trainerkarte. Menki. Visenor. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die Ponyta-Karte auch aufbewahrt hatte. Also da bin ich... Ja, kommt jetzt. Also das war jetzt wirklich Zufall. Meine Güte, ey. Ich dachte schon so, hatte die doch aufbewahrt. Das war doch eines meiner Lieblings-Pokémon. Ponyta. Die ist echt schön, die Karte. Golduck. Snorlax. Magma. Paras.
Noch ein Shigi. Abra. Vulcano. Trainerkarte, Professor Eich. Evoli, ja, das war auch meine Lieblingskarte. Genau, Evoli. Oh, schön, aber die ist so beschädigt. Da sind schon irgendwelche schwarzen Punkte und alles. Irgendwie. Obwohl, man kann die ja mal sauber machen und dann schon. Ja, die ist schön. Kleinstein. Trainer. Visor. Blaine Taurus. Kumu-Milch. Eine Double Rare Karte, das auch. Trainer. Pokémon Marsch. Trainerkarte. Wieder diese Kumu-Milch Trainerkarte. Sparrow. Nidorino. Kadabra. Voll lustig, die erste Stufe heißt Abra und die Entwicklung heißt Kadabra. Mir ist jetzt so aufgefallen. Und Trainerkarte. Kommt dann? Ne, das war's. So, jetzt kommt die Box meines Bruders. Da könnten ja auch ein paar von meinen Karten drin sein, weiß ich gar nicht. Also als Kind hatte mir die auf jeden Fall immer stibitzt. Tja, darf ich mich später dann mit ihm streiten, welche Pokémon-Karten von mir sind und welche von ihm. So. Also das hier ist ganz sicher seine Karte. Das ist nicht meine. Die kann er haben. Ja, ich wurde als Kind traumatisiert. Echt, ey. Irgendwann habe ich sogar meine Zimmertür abgeschlossen, damit er bloß nicht an meine Karten dran geht. Supporterkarte. Energiekarte. Energie. Goldini. Ich hatte auch eine Goldini-Karte. Also es könnte auf jeden Fall meine sein. Ich weiß, dass ich auch eine Goldini-Karte hatte. Ein schönes Pokémon. Energie. Gekabor. Das ist eher so neuere Karten. Das ist auf jeden Fall nicht von mir. Magnetilo. Mampfaxo. Roselia. Snapke. Ach, nochmal umdrehen. Ich habe mir die ja nicht angeschaut, dementsprechend. Lanas Suche, Supporterkarte. Supporterkarte, was ist denn das? Also ich kenne Trainerkarten, aber Supporterkarten kenne ich nicht. Ich meine, bei den neueren Reihen, das sind auch keine Supporterkarten, da sind eher so Trainerkarten drin, also weiß nicht. Gekabor. Jabauts. Trainerkarte. Trainerkarte. Janma. Staralili. Trainerkarte. Wo ganz nice. So ein Gruppenbild mit ein paar Pokémon drauf. Eine Stadiumkarte. Hornliu. Bidisa. Leute, ich hoffe, euch wird nicht schwindelig von dem ganzen Rumgedrehe hier. Wie ist das eigentlich bei euch? Habt ihr noch alte Pokémon-Karten? Also aus eurer Kindheit zu Hause? Oder habt ihr die entsorgt oder wurden die entsorgt von euren Eltern oder so? Das würde mich interessieren. Schreibt das mal in die Kommentare. Ah, das habe ich noch so ganz grob in Erinnerung. Bei manchen Karten war ja dieses R. Ich habe aber gar keine Ahnung mehr, was das für eine Bedeutung hat. Das ist mir aber noch so in Erinnerung geblieben mit dem R. Ein Mew. Ein Miauzi. Energiekarte. Oh, das ist eine Holokarte. Holokarte.
ganz vorsichtig, ganz vorsichtig. Auch diese Supporter-Karte. Zustand. Ich sleeve die mal erstmal, dann kann man später immer noch schauen. Dicta, auch Holo. Beziehungsweise, nein, eher Reverse Holo, aber nicht so wie die jetzigen Reverses. Also irgendwie, ich weiß nicht, als was man das bezeichnet, aber der Zustand ist hier besser auf jeden Fall. Slimer. Incognito. Trainerkarte. Valblue. Macholo. Energiekarte. Energiekarte. Kaumalat. Ey, so langsam nervt's. Jedes Mal umdrehen. Trainerkarte. Holo. Nee, Reverse Holo. Ich nenne das mal Reverse Holo. Ich habe keine Ahnung, wie man diese alten Versionen bezeichnet. Ein Burmi. Direkt mal zur Seite. Ein Goldini. Eine schöne Karte auf jeden Fall. Ich versuche das mal möglichst zu schneiden, dass ihr nicht so oft dieses Rumgedrehe mit ansehen müsst. Kindwurm. Eine Energiekarte. Energiekarte. Hey, Bisasam. Eine alte Karte auf jeden Fall. Richtig süß. Metapod. Ein Meisterball. Panflam. Eine Energiekarte. Energie. Supporterkarte. Noch eine Supporterkarte. Trainerkarte. Nochmal Trainerkarte. Ein Nidoran. Trassler. Goldini. Oh, Europe. Eine Energiekarte. Wäre cool, wenn das Holo wäre. Also sieht nice aus, so mit den Farben im Hintergrund. Kunkapu. Knofensa. Energiekarte. Noch eine. Chelast. Sandan. Das ist auch so ein niedliches Pokémon. Retan. Das ist ein nicht so niedliches Pokémon. So, next. Eine Trainerkarte. Ein Plinfa. Ein Chelast. Ein Staralili. Knofensa. Energiekarte. Magnetilo. Lavita. Macholo. Fritzelblitz. Bliss. Creepuk. Trainerkarte. Ponita. Das ist ja eine schöne Karte. Cool. Kekleon. Traunfugil. Kaumalat. Ups. Ich habe eine Smogon. Aquana. Ich habe eine Aquana-Karte gesehen. Geil. Also Brüderchen, falls du dieses Video sehen solltest, darf ich da bitte diese Karte haben? Ich hab dich auch ganz doll lieb. Bonita. Die sieht nicht so schön aus. Irgendwie sieht das Gesicht so komisch aus. Gefällt mir nicht so. Holo-Karte. Nice. Eine Trainer. Reverse Holo. Genau. Eine Reverse Holo-Karte.
Schneebedeck, Dodu, Europe, Gekabor, Energiekarte, Trainerkarte, Mirapla. Oh, die sieht aber ziemlich irgendwie verstörend und traurig zugleich aus. Guck mal, ich finde so ein bisschen Psycho, oder? Wenn da so ein Pokémon dich so anguckt, da sitzt und dich so anstarrt, also ich würde eher Angst kriegen. Energiekarte. Ein Taubsi. Ein Glumanda. Aber auf Englisch ist die Karte. Charmander. Eine Trainerkarte. Eine Energiekarte. Eine Trainerkarte, Beere. Eine interessante Energiekarte. Ein Burmi. Eine Energiekarte. Noch eine. Arbok. Cool. Weiterentwicklung direkt. Plaudergay. Energiekarte. 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 Trainerkarte. Energiekarte. Ditto. Habitak. Stadiumkarte. Carpador. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie jedes Mal, wenn ich so eine Carpador-Karte sehe, oder fast jedes Mal, kriege ich irgendwie Mitleid, weil er wirkt immer so, als hätte er irgendwie Panik. Also die Karten von meinem Bruder sind auf jeden Fall in einem besseren Zustand als meine. Er hat auch einige aus der ersten Generation. Oder die sind halt von mir, ne? Das weiß ich nicht. Also er hat auf jeden Fall auch von der ersten Generation, aber ich weiß halt nicht, ob von mir Karten in der Box noch beigemischt sind. Weil ich erinnere mich halt immer wieder an bestimmte Karten, wie zum Beispiel die hier so. Da denke ich mir so, die hatte ich doch auch aufbewahrt oder nicht. Trainerkarte. Trainerkarte. Zigzags. Burmi. Trainerkarte. Miltank. Macholo. Noch ein Macholo. Mushas. Plinfa. Kirlia. Ovey. Vulpix. Eine Vulpix-Karte. Ja, aber die sieht irgendwie nicht so ganz schön aus. Weiß nicht, gefällt mir nicht, dass er seinen Kopf da irgendwie um 180 Grad gedreht hat. Venuflibis. Chalelos. Also der könnte auch von SpongeBob sein. So sieht er aus, so ein Charakter aus der Serie SpongeBob. Fritzelblitz. Voltoball. Kokuna. Noch eine Supporterkarte. Noch eine Supporterkarte. Trainerkarte. 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 Energiekarte. Aber cool, man sieht da, seht ihr das im Hintergrund? Das ist ja cool, so Schatten von irgendeinem Turm und einem Pokémon. Shiki, das ist ein süßes Artwork. Panflam. Energiekarte. Smogon, nice. Ein Zierpurzel. Da ist noch einer, den habe ich versehentlich übersprungen. Porenta. Trainerkarte. Sterndu. Oh, Sterndu fand ich auch immer cool. So einer von Mistys Pokémon. Energiekarte. Trainerkarte. Trainerkarte. Zubat. Schuppet. Sandan. Zwirlicht. Magnetilo. Energiekarte. Chalelos.
Energie. Eine nette Energiekarte. Energy. Wieder eine Reverse Holo. Haspiror. Leute, wenn da wirklich irgendwelche wertvollen Karten drin sein sollten, da würde es mich wirklich mega freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. So, weiter geht's. Magnetilo. Eine Reverse Holo Trainerkarte. Ein Muddle. Nochmal ein Zwielicht. Ein Focano. Die Karte ist schön, die gefällt mir. Trainerkarte. Hornliu. Noch ein Inkognito. Burmi. Fineon. Eine Trainerkarte. Eine Energiekarte. Ein Staralili. Eine Trainerkarte. Eine Energiekarte. Lunastein. Lavita. Haspiror. Menki. Lavita. Blusuk. Trainerkarte. Ein Mauzi. Hundusta oder Handasta. Energiekarte. Yanma. Shunkapu. Stadiumkarte. Kripuxi. Stadiumkarte. Energiekarte. Slupuk. Oh, das ist aber eine schöne Evoli-Karte. Die ist ja süß. Familienruf. Flemli. Kindwurm. Dark Weezing. Tangela. Tja, im Hochsommer sehe ich auch so aus. Da versuche ich auch vor der heißen Sonne zu entfliehen. Und ein Bronze. Oh, fast geschafft, ey. Nur noch knapp ein Drittel. Wieder ein Inkognito. Aber mir ist aufgefallen, das sind verschiedene Augen, also verschiedene Pokémon irgendwie. Ich glaube, der hat auch irgendwie zig Dutzende Entwicklungen oder davon gibt es irgendwie zig Dutzende Versionen von, irgendwie so. Ein Paras. Energiekarte. Visor. Gekabor. Staralili. Die Karte hatte ich auch. Nidoran. Ups. Energiekarte. Fällt jetzt alles auseinander, ey. Samurzel. Gekabor. Fifien. Energiekarte. Noch eine Energiekarte. Noch eine Energiekarte. Energie. Bonita. Das könnte meine Karte sein. Ich glaube, die besser aufbewahrt war, wahrscheinlich seine und die war meine. Ich habe doch gesagt, ich hatte eine Bonita-Karte. Aber was hat die in der Box meines Bruders zu suchen? Schäm dich. Schäm dich. Erika's Bellsprout. Radikal. Energiekarte. Ein Visor. Ein Schalalos. Ein Minun. Eine Energiekarte. Ein Tanhel. Ein Spoink. Remoraid. Ein Zubat. Ein Hornliu. Eine Trainerkarte. Eine Trainerkarte. Staralili.
Energiekarte, eine Trainerkarte, Magnetilo, Raupi, Kekabor, Krebskops, eine besondere Energiekarte, Trainerkarte, Radfratz, Energiekarte, eine Supporterkarte. So, nur noch 2 Stapel. Pantimimi, Energie, Tangela, Plaudergay, ein Odisch, Knilz, Supporterkarte, Supporterkarte, Trainerkarte, Energiekarte, Trainerkarte, ein Chillast, eine Trainerkarte, eine Übersprung, ein Schluppuk, eine Trainerkarte, ein Bashwa, Energiekarte, eine Supporterkarte, ein Vulpix, yay, das ist eine schöne Karte, die gefällt mir. Eine Trainerkarte, ein Porenta, Trainerkarte, Knilz, Energie, Muschas, Felino, Energie und ein Kaputta River Solo, Bashwa. So, jetzt kommt der letzte Stapel und es fängt an mit einer schönen Supporterkarte von Professor Eich. Noch eine Supporterkarte von Professor Eich. Trainerkarte. Magnetilo. Chalelos. Traunfugil. Kekleon. Energiekarte. Energiekarte. Porygon 2. Also ich habe noch nie eine zweite Version, eine zweite Phase bzw. eine Weiterentwicklung davon gesehen. Krass. Kenne ich so gar nicht. Cool. So sieht er also aus, wenn er sich weiterentwickelt. Kindwurm. Eine Trainerkarte. Grimma. Traunfugil. Fritzelblitz. Fritzelblitz. Blititza. Fifjen. Trainerkarte. Energiekarte. Noch eine Energiekarte. Trainerkarte. Magnetilo. Energiekarte. Trainerkarte. Wingul. Duflor. Trainerkarte. 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 Ein Nocturne. Und ein Mascholo. Das waren alle Karten. Leute, ich habe vergessen, euch die beste Karte zu zeigen. Ich weiß nicht, wer das war, ob ich das war und warum, ich weiß es nicht. Aber das war der Grund, warum ich dann dieses Video machen wollte. Ich dachte mir, oh krass, wenn die Karte schon so aussieht, wer weiß, wie die anderen Karten aussieht. Und dann dachte ich mir, okay, ich muss so ein Video machen. Und das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wenn ja, dann lasst es mich gerne wissen mit einem Like, einem Kommentar und wenn ihr neu auf meinem Kanal seid, mit einem Abo.
Ansonsten bleibt gesund und bis bald. Ciao!